Fällt mir momentan ein bisschen schwer, ne? Ich habe es Aber ich, gehört, dass du wirklich geschockt warst und gar nicht plädieren total, konntest. total. Ich war total geschockt. Also, wie sie da mit diesem Mann umgehen, das ist so unmenschlich, das kann man sich überhaupt nicht reinziehen. Ja, und das, was mich geschockt hat, war einfach der Anblick, den ich heute Morgen hatte, als ich runterging, um ihn in seiner Zelle zu besuchen. Da wurde er gerade gebracht. Und dann habe ich ihn von hinten gesehen, wie er da mit seinen Fußfesseln und seinen Handfesseln und dem Bauchgurt dort mit schleppenden Schritten sich da über den Gang bewegt hat. Das war wirklich für mich ein absolut schockierendes Ereignis. Ich Das, muss auch sagen, ich bin momentan so irgendwo wütend, weil es ist kein Schwerverbrecher, er ist nicht nein, vorbestraft und richtig. es ist nicht begründet, mit ihm so umzugehen. Dann kann er Nein. nicht schlafen. Wenn ich es richtig verstanden habe, genau, ziemlich genau alle 2 Stunden wird er geweckt von seinem Zellennachbar. Das hat doch System. Ja, das würde ich genauso sehen, insbesondere die Tatsache, dass man ihn direkt in die Zelle neben ihn gesetzt hat. Ja, also ich hatte ja selber gesagt, dass es mehrere freie Zellen gibt, die auch weiter weg sind von ihm, aber man hat diesen Mann, der ganz offensichtlich an irgendeiner psychischen Störung zu leiden scheint, direkt neben ihn gesetzt, ja, dann auch mit veränderten Stimmen nachts mit sich selber spricht. Also es ist unaussprechbar, was diese Menschen mit dem Mann anfangen. Das ist unglaublich. Was haben wir für Möglichkeiten? Das muss ja irgendwo eskaliert werden. Gibt es da irgendwelche Gremien, Behörden, Organisationen? Weil das geht ja so nicht weiter. Den Mann will man wirklich kaputt machen. Ja, das ist so. Also der Eindruck entsteht, man will ihn nicht nur finanziell ruinieren, was man ja schon fast geschafft hat. Und ich sage, man hat es geschafft. Nicht? Wir wissen ja alle, dass er mittlerweile auch ein Insolvenzverfahren laufen hat. Ja. Das andere, was jetzt noch kommen muss, ist, man muss ihn noch physisch und psychisch zerstören. Und daran arbeiten sie kräftig. Ne? Also ich meine, wer 10 Monate lang das Gefängnis, ich mag es gar nicht Essen bezeichnen, zu sich nimmt, der wird schon allein deswegen nicht der gesündeste Mensch der Welt sein. So, und dann werden solche Präparate wie Vitamine oder sonst was, die werden ja gar nicht verabreicht, weil es ja keine Medikation ist, sondern irgendwas anderes, was sie als wahrscheinlich Hexenwerk einordnen. Und deswegen ist natürlich damit zu rechnen, dass er dort auch weiterhin physisch abbaut. Und der psychische Abbau, der ist erkennbar. Also ich sage mal so, wenn er dort vorne vor Gericht sitzt, lässt er sich natürlich nichts anmerken, weil er einfach ein starker Charakter ist. Aber wenn man mit ihm unten in der Zelle ist, dann sieht das alles dann ganz anders aus. Ne? Da kommen dann andere Sachen hoch. Ja, So. aber also es sieht wirklich so aus, du hast ja auch schon gewisse Erfahrungen in diesem Gebiet, dass sie diesen Menschen brechen wollen. Also Ja, ja, also es ist so. Also es ist eine menschenverachtende Philosophie, die hier an den Tag gelegt wird. Und was sie natürlich machen, ist, sie ziehen ihr Programm durch. Alle Leute, die in Corona irgendetwas gesagt haben, was gegen die Regierungsmeinung war, die werden zerstört. Wer stört, wird zerstört. Also ich finde es unfassbar. Weißt du, wir sind immer noch Unschuldsvermutung. Wir reden von Ja, ja, U-Haft. Der ja, Mensch ja, kann nicht flüchten ohne Pass. Wohin soll er gehen? Mexiko ja. kann der nicht einreisen, da hat er Einreiseverbot. Ich verstehe es nicht. Und Verdunklungsgefahr ist vorbei. Den Menschen kann man jetzt freilassen. Er hat das Recht, wie alle anderen Bürger, sich richtig zu verteidigen. Er hat kein Notebook, hat kein Internet. Er wird kaputt gemacht. Das ist ein absolutes No-Go. Ich muss gestehen, ich bin schockiert. Also ich weiß, dass es ihm nicht so gut geht, aber so, dass sie das durchziehen seit Juli, diese Isolationshaft. Man muss das verstehen. Der Mensch hat null Kontakt mit anderen Häftlingen. Er darf nicht mit anderen Menschen sprechen. Und Also für muss, mich ist das Folter. Ja, und ganz seinen eindeutig. Hofgang mit 1 Stunde macht er immer alleine. Das wird immer so Ja, organisiert, dass er alleine dort gehen muss. ja, Er darf ja, keinen ja. Sport machen, er darf nicht ins Fitnesscenter. Also in diesen Raum für Sport zu machen. Also ich bin schockiert. Also, Mhm. ah, Ja, okay. das ist so. Wir müssen uns Aber wie was gesagt, überlegen. ja, also Wir ich sag müssen mal mehr so, Druck aufbauen. wir haben ja momentan den Fall, dass es in mehreren Haftanstalten jetzt hochkocht. Ja, Eine ist ja momentan in der Presse, was die ärztliche Versorgung von Insassen angeht. ja. Das gilt aber nicht nur dafür, sondern es gilt ja auch für Körperverletzungen, die da stattfinden. Und es gibt sicherlich eine Menge, ich sag mal, Aufpasser in diesen Anstalten, die menschlich sind. Aber Ja, es gibt eben auch sehr, sehr viele, die es nicht sind. ja. Ja, für die sind das alles nur Knackis und die behandelt man eben wie den letzten Dreck. Und das zeigt sich hier eigentlich nicht. Die in der Anstalt selber verhalten sich, sage ich mal, nach den Aussagen meines Mandanten relativ gut. Ja, sie behandeln ihn gut, sie verstehen auch nicht, was da abläuft, aber sie machen einfach ihren Dienst nach Vorschrift. So. Und von oben kommen die Anweisungen, wie dieser Mensch zu behandeln ist. Und das ist das Schlimme daran, ja, dass das System so menschenverachtend ist.
Ja, wenn es jetzt die einzelnen Wärter wären, würde ich ja noch sagen, gut, das kann man natürlich verstehen, aber dieses System ist darauf ausgerichtet, solche Menschen wie meinen Mandanten zu zerstören. Ja. Das ist so. Ja, Ja, Edgar, ich kann dich verstehen, wenn man so schockiert ist, wenn man dann ja, einen Anwaltskollegen sieht, ich kann mich nur wiederholen, er ist nicht ja, vorbestraft, er hat niemandem was richtig, zuleide getan, er war nie aggressiv und kommt mit richtig. Fußfesseln Ja, in diese Verhandlung. Das ja, ist so menschenverachtend. Und wie man den diese Fußfesseln anlegt, er muss auf einen Sessel oder in so einen Höcker knien, dass er ja nicht bewegen kann. Und wenn er einen falschen Moment hat, dann stürzt er auf Deutsch gesagt auf die Schnauze. Also, ja, ja. Das ist ihnen alles egal. Das ist genau das Problem. Ja, wir sind hier mittlerweile in einem Stadium angekommen, gerade in diesem Verfahren, ja, man muss ja mal klar sagen, es geht um 700.000 Euro, ja, die ein anderer hat. ja, Die müsste man sich nur holen. ja, Und dann gäbe es gar keinen finanziellen Schaden mehr, ja. den es sowieso nicht gibt, aber es ist ein ganz anderes Thema. Ja, so. Also das ist ja das Augenfälligste an der ganzen Geschichte, dass die Staatsanwaltschaft in dem Bereich, wo sie agieren könnte und helfen könnte, sagt, da machen wir nichts. Ja, zuguckt. Das So. ist Im crazy. Gegenteil, das möglicherweise noch anfeuert. Ja, und Ja, das sind ja die verschiedenen Anträge, hat ja Katja und das ganze ja, Team gestellt. Was ist los? Warum Isolationshaft? Gibt es keine Antwort? Seit Wochen warten ihr ja ja, eigentlich auf einen ja. Bericht, was da los ist. Ja, ja, das deutet ja alles darauf hin, dass es nur Anweisungen von oben gibt. Ja, also ich sage es mal so, wenn man vor diesen Menschen, vor diesen Leuten da sitzt, die Richter sind und die Schöffen sind und die Staatsanwälte sind und man sieht da die Staatsanwälte da hinten feixen, wenn ich vortrage, dass ich geschockt bin, ja, dann ist das für die wahrscheinlich, was weiß ich, irgendwas Lächerliches. Ich kann dazu nur sagen, das ist eine Unmenschlichkeit, die sich da breit macht in diesen Systembereichen. Ja, die ist unfassbar. Ja, Wir sind hier immer noch, so ist zumindest meine felsenfeste Überzeugung, in einem Rechtsstaat, in dem die Würde des Menschen unangreifbar ist. ja, Und was die machen, die treten jeden Tag die Würde des Menschen mit Füßen. Jeden Tag. Und dabei feixen sie auch noch. ja, So. muss Und man das leider ist so das, sagen. was mich so entsetzt. Ja. Aber es wird der Tag kommen, da kommt es anders. Das Ja, wird kommen. das ist so. Das kann gar nicht anders sein. Ich hoffe sehr, dass es für Rainer noch genügend Zeit bleibt, dass er sich erholen kann, weil er ist ja wirklich momentan angeschlagen, das merkt man ja Ja, auch. Da ja, muss man auch kein Hehl draus machen, ist leider so, aber es ist ja nicht ja, verwunderlich, nach über einem Jahr U-Haft ja, und seit dem 1. Juni Isolationshaft, ja, ja. was da überhaupt noch so stabil ist, wie er jetzt ist ja ein Wunder. Ja, und alle Anträge werden innerhalb von 5 Minuten abgelehnt. Ne? Ja, Also das ist das Allerschlimmste daran. Man gibt sich nicht mal Mühe. Hat man heute Morgen den Arzt gerufen, der ihn heute Morgen untersucht hat, ja, der meinem Mandanten gegenüber gesagt hat, dass er durchaus sich vorstellen könne, dass er durch die Haft psychisch belastet ist und wahrscheinlich auch nicht der Verhandlung folgen könne. Und dann hat der Richter das durch einen Telefonanruf bei diesem Arzt, der übrigens kein Psychologe ist und auch kein Psychiater, hat er das überprüft. Und dann hatte der Arzt an diese Äußerung keine Erinnerung mehr. jetzt fängt er an auch schon zu Ja, scholzen, das ist ja unglaublich. ja, die scholzen alle, klar, natürlich. Also entweder scholzen sie alle oder sie ducken sich weg. So, und das ist halt mittlerweile hier so eingezogen. Warum? Weil sie alle, und das sage ich ganz offen, ganz öffentlich, weil sie alle mittelbar korrumpiert sind. Sie hängen alle an der Geldspritze dieses Staates. Ja, So. Und wenn sie dagegen sind, Detmar ist das beste Beispiel, werden sie demoralisiert sowieso, aber ihnen wird auch alles Geld weggenommen und sie werden einfach zugrunde gerichtet. ja. Das ist die Antwort, die Menschen die Menschen bekommen, die hier in diesem Land für die Wahrheit sorgen wollen. Das ist so. Ja, Ja, ich bin froh, dass es Menschen wie dich gibt, die auch Anwälte sind, die das ganz klar aussprechen. Die meisten getrauen sich das ja nicht, aber man muss es leider so sagen und muss mal schauen, ob wir Möglichkeiten haben, dieses System einfach zu ändern, im besten Fall zu stürzen, natürlich ohne Gewalt, aber so kann es ja nicht weitergehen. nicht nur bestenfalls ohne Gewalt, sondern wir dürfen es nur ohne Gewalt machen, weil Ja, alles andere würde uns auf die Stufe dieser Primitivlinge setzen. Da ja, will ich ja nicht hin. genau. Ja, Also ich will das ja ist, weg von dieser ganzen Gewalt. Ja, ja, da will ich ja weg. Was macht das denn für einen Sinn, wenn ich mit Gewalt versuche, Gewalt zu verhindern? Das ist doch Quatsch. Das wird nur neue Gewalt säen. Ja? Dann gucke sich doch an, was hier in diesen ganzen Kriegsgebieten, die hier auf diesem Planeten hochgezüchtet werden, passiert. Der eine setzt Gewalt ein, der andere antwortet mit Gewalt. So. Was ja, macht das für einen Sinn? das macht keinen Ja? Sinn. Krieg war noch Also, nie die deswegen. Lösung.
Nein, hat immer nur Probleme geschaffen. So ist es. Hat nur andere Leuten Geld gebracht, die daran verdient haben. Aber den größten Teil der Bevölkerung hat es nur in Unglück gestürzt. Ja. So. Edgar, ich sage dir ganz vielen Dank für den spontanen. So, ich muss jetzt wirklich ein bisschen Schluss machen, weil Vielen ich Dank kann jetzt und wir hören uns. weiter. Bis dann. Ja, ich danke dir. Tschüss, Roger. Tschüss. Ciao. Ja, da habe ich jetzt spontan versucht, ihn anzurufen. Es hat geklappt, aber ihr habt es jetzt selber mitbekommen und ich bin froh für seine klaren Worte. Anders kann man es einfach nicht mehr sehen. Es ist einfach Folter. Ich habe gerade erfahren, es werden weitere Strafanzeigen gestellt werden und es laufen jetzt schon Strafanzeigen, jetzt auch wegen Folter. Kann ich gerade ausrichten, habe ich gerade jetzt bekommen vom Verteidigerteam und das wollte ich euch auch noch mitgeben. Also das ist natürlich in Bearbeitung, ist natürlich ein absolutes No-Go und ist natürlich die Frage, wie kommt man da ran, dass man da Druck aufbauen kann. Vielleicht schaffen wir es, zusammen mit den verschiedenen Fällen, die in den JVAs in ganz Deutschland passiert. Da gibt es einige Betroffene und Opfer von solcher Gewalt und vielleicht haben wir die Möglichkeit auch da entsprechend Druck aufzubauen.